herzlich willkommen zu meiner dritten, glaube ich, Sketchbook-Tour. Also, das ist mein Leuchtturm 1917 Skizzenbuch. Gestartet habe ich das Skizzenbuch am 10.03.2023 und beendet habe ich das am 31.07.2023. Und da kommen wir auch schon zu dieser ersten Seite. Hier habe ich Ideen aufgeschrieben auf Post-its, die ich dann in dieses Skizzenbuch reinhefte, um sie nicht zu verlieren. Ja, hier wollte ich so eine Willkommensskizze machen, habe das aber relativ schnell sein gelassen und mich eher darauf fokussiert, dass ich drauf schreibe, was für Ziele ich mit diesem Skizzenbuch verfolge. Dieses Leuchtturmbuch hält Aquarellfarbe sehr gut. Bei Marker drücken die durch. Ja, und das ist die erste Seite. Ich habe ein paar Seiten hier herausgeschnitten, weil ich dieses Skizzenbuch erst für einen Bullet Journal benutzt habe und festgestellt habe, dass es nicht meins ist. Und weil ich ungerne Dinge wegschmeiße, habe ich quasi dieses Skizzenbuch umfunktioniert. Hier habe ich mit Figure Drawings angefangen und natürlich auch ausprobiert, welche Materialien hier gut halten. Das Blenden von den Markern hat sehr gut hier funktioniert, jedoch hat das einfach zu 100% durchgeblutet. Was mir aber in diesem Fall egal war, was wirklich super gut hier funktioniert hat, war ein Colored Pencil. Da habe ich jetzt nicht ganz so viel mitgezeichnet, aber da kommen wir später noch zu. Hier habe ich versucht, eine monochrome Zeichnung zu machen, die mir nicht sehr gefallen hat, aber egal. Und dann habe ich noch hier ein Salatblatt gemalt mit also Colored Pencil, was mir sehr gut gefallen hat. Das hat auch so was Meditatives tatsächlich gehabt. Und ein Outfit, was ich getragen habe an dem Tag, auch mit Colored Pencil. Und hier habe ich Brainstormings gemacht bezüglich Logos für den Cersei Club. Ja, der Cersei Club wird in jedem Video erwähnt, auch in einer Sketchbook-Tour. Und ein paar Hände. Hier habe ich eine Idee für einen Comic, was ich öfter mache, aber nie dazu wirklich komme, den Comic dann zu zeichnen. Ich habe die Alkoholmarker weder geswatcht, alle noch wirklich geguckt, wie die Farben halt trocknen. Das ist immer ein Problem, wenn man das nicht macht. Und hier habe ich angefangen zu versuchen, Männer zu zeichnen, weil das, wie gesagt, einer meiner Schwächen ist, weil ich mich nicht entscheiden kann, welchen Artstil ich gerne möchte, wie ich das darstelle, und habe halt Probleme auch, was die Anatomie anbelangt, und habe angefangen, über Pinterest auch Referenzen zu benutzen. Hier ist übrigens eine Art, wie man blutende Alkoholmarker nutzen, also wie man das abdecken kann, indem man einfach so ein Post-it benutzt. Hier hatte ich wieder eine Idee für einen Comic. Das habe ich nicht weiterverfolgt. Hier, wie man sieht, sind teilweise Ideen, die ich aufgeschrieben habe, um die nicht zu vergessen, und halt eine Geschichte für den Comic geschrieben, um das so ein bisschen so zu übersetzen. Hier habe ich von Rino Tunas Klasse, die ich bei Colosso nehme, ein paar Skizzen gezeichnet und habe dann selber festgestellt, dass es besser ist, das in Clip Studio Paint zu machen. Eine Referenz von Pinterest, wieder Ideen, um welche Kurse, was für Studien ich mache, und dann wollte ich ein Selbstporträt zeichnen vor dem Grafiktablet und habe so kleine Thumbnails gemacht und fand das hier sehr gut. Leider Gottes habe ich das noch nicht in Angriff genommen, das dann umzusetzen. Hier war ich bei Ikea und habe angefangen, Dinge zu versuchen zu zeichnen, die ich sehe, was sehr schwierig ist. Also ich habe hier, ein Ziel war halt Drawing More From Life, also What I See, und das ist nicht ganz so einfach, weil das halt viel mit Perspektive ist und die Menschen bewegen sich, das ist auch nicht ganz so einfach, und habe festgestellt, dass das wirklich etwas ist, wo ich meinen Fokus auch noch drauf legen wollen würde. Ja, ich habe zu der Zeit relativ schlechte Nachrichten bekommen, was mich total traurig gemacht hat. Und das habe ich ein bisschen mit dieser Skizze versucht festzuhalten. Das sind, glaube ich, das ist eine Referenz vom Foto, die mir nicht gefallen hat, von Pinterest, und was ich bei Ikea noch gesehen habe.
Hier war ich in Düsseldorf in Tentem Café und da waren Leute, die ich versucht habe, relativ schnell zu zeichnen. Beispielsweise auch, wie eine Frau ihr Sandwich gegessen hat und gehalten hat. Und da war auch jemand, der ein bisschen aussah, als wäre er gerade in den Hafen eingefahren. Und hier habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, dass ich die 100, also eine Challenge mache. Ich verlinke das Video auch in der Videobeschreibung. Und das sind die ganzen Skizzen davon. Da werde ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich das nochmal in dem anderen Video zeige. Das ist eine Seite, die mir sehr gefällt. Ich habe da Fountain Pen benutzt, den ich sehr empfehlen kann, wenn man nicht unbedingt auch mit diesen Stiften zeichnen möchte, die ich immer benutze. Fountain Pens sind super. Diese Skizze gefällt mir richtig gut. Da habe ich mir auch mehr Zeit gelassen für, die abzuzeichnen, die von der Referenz von Pinterest und einen eigenen Twist dazu gegeben und habe das auch digitalisiert, aber noch nicht koloriert. Hier ist mir dann aufgefallen, dass ich wirklich Probleme habe zu verstehen, wie Stoffe funktionieren und wie die Falten schlagen und habe mich dann für das nächste Skizzenbuch auch entschieden, dass ich etwas mehr Studien dazu machen möchte. Das ist auch eine Skizze, die mir sehr gefällt, ebenso wie diese. Das ist quasi das letzte Spread, das gefällt mir auch sehr. Hier wollte ich durch einen Domestika-Kurs Bilder, also Fotos, die ich gemacht habe, in ein Bild umzusetzen. Ich habe aber das Problem, dass ich nicht sehr gut darin bin, Farben zu mischen. Und habe dann hiermit angefangen und habe festgestellt, dass das wirklich nicht meins ist und relativ schnell aufgegeben, was ich persönlich sehr schade finde. Und wo ich mir auch aus diesem Skizzenbuch was mitnehmen werde fürs nächste, dass ich es trotzdem versuchen werde, auch wenn es nachher nicht gut aussieht. Ja, hier war ich in einem Restaurant und habe gezeichnet, ein paar Hände, und das ist eine Referenz aus einem der japanischen Referenzbücher, wozu ich auch ein Video bald machen werde. Hier sind Skizzen, die ich für mein neues Shop-Update benutzt habe, und das ist das Bild, was die Basis für mein Lesezeichen gewesen ist. So, hier haben wir auch nochmal das Lesezeichen. Das ist die Basis-Skizze gewesen. Ja, hier hatte ich ein Foto gemacht und das übertragen auf ein Blatt Papier. Hier waren die Thumbnails und auch noch eine kleine Skizze, und mir ist aufgefallen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Deswegen habe ich es sein gelassen. Hier habe ich dementsprechend auch Thumbnails gemacht und mir auch aufgeschrieben, das mache ich immer, wenn ich sowas zeichne, was meine Schwäche ist und was auch gut gelaufen ist, um zu gucken, was ich noch lernen muss und üben muss. Und hier ist eine Zusammenfassung von einem YouTube-Video, wo ich leider nicht reingeschrieben habe, welches YouTube-Video das gewesen ist. Dementsprechend kann ich es euch leider auch nicht linken. Hier ist die fertige Skizze. Ich habe das auch schon abgeklebt mit meinem Washi-Tape, aber habe mich nicht getraut, mit Gouache das zu kolorieren. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal sogar mache. Die Skizze ist ja da. Das Skizzenbuch ist zwar fertig, aber was soll's. Hier ist eine Seite, in der ich dann mir gedacht habe, gut, wenn du dich das nicht traust, dann zeichne wenigstens Charaktere und benutze ein bisschen Farbe. Das gefällt mir ziemlich gut. Es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und das hat mir auch so ein bisschen geholfen, meine Angst vor Farbe zu nehmen. Und weil das hinten halt alles super gut zu sehen ist, habe ich mich entschlossen, hier halt mit einem Brushpen zu versuchen zu verstehen, wie halt Köpfe funktionieren, gerade männliche oder maskuline Köpfe. Und hier auch wieder vermerkt, was mein Problem ist und so weiter. Und hier ging es weiter. Das ist übrigens gezeichnet mit meinem absoluten Lieblingsstift. Und zwar ist das ein billiger Kugelschreiber von Hema. Da gibt es so eine große Packung von. Das ist wirklich ein mega cheap Kugelschreiber, und der hat den Vorteil, wenn man nicht doll drückt, kann man auch ein bisschen leichter schraffieren. Und je doller man drückt, desto dunkler wird's. Und das ist schon sehr cool zum Skizzieren. Ja, hier habe ich Referenzen benutzt und festgestellt, dass das eine super gute Idee ist. No shit, Sherlock. Referenzen zu benutzen, auch wenn man versucht,
herauszufinden, wie man Menschen, bestimmte Arten von Menschen zeichnen kann. Also das war kurz vorm oder während des Mermaids, wo ich mir gedacht habe, zeichne ich auch was dazu. Das war eine Draw This in Your Style Challenge, die ich nicht gepostet habe. Und hier habe ich mich halt wieder erinnern müssen, ja, mehr mit Farbe. Was ich dann hier versucht habe, das sieht man nicht sehr gut, weil ich dann festgestellt habe, na, ich mag halt wirklich Mermaid nicht so gerne. Also, das ist jetzt nicht so meins. Dann hatte ich erst überlegt, wie ich dieses Skizzenbuch schneller fertig bekomme, was ich machen möchte pro Seite und habe das aber auch relativ schnell wieder verworfen, weil das doch zu sehr zwingend gewesen ist. Hier sind wieder Hände, die ich mit Alkoholmarkern gezeichnet habe. Dazu gibt es auch eigentlich ein Video und hier sind noch so Referenzen, die ich von Pinterest benutzt habe. Das ist eine Kombination aus Farbstiften und Marker. Hier wieder auch die Seite genutzt, um ein bisschen zu skizzieren und mir Gedanken zu machen. Hier sind Referenzen aus dem Buch, was ich euch auf jeden Fall noch vorstellen werde zum Thema, wie Kleidung funktioniert und wie die Falten funktionieren. Hier sind Zeichnungen von dem Referenzbuch, was ich mir geholt habe. Auch hier wieder zum Skizzieren. Ich schreibe viel auf in meine Skizzenbücher, was ich übrigens auch jedem von euch empfehlen kann, weil das wirklich total hilft. Hier habe ich die beiden Sticker draufgeklebt, die ich als Testprint gemacht habe. Das ist mit meinem schlechteren Printer und das ist mit meinem relativ guten. Nochmal Mermaid, aber hier sind, wie gesagt, hier sind Referenzbilder von dem Buch über die Falten. Da habe ich teilweise Sachen nicht fertig gemacht. Ja, das ist wohl meine Seite, die ich am wenigsten mag, aber auch da musste ich durch. Hier habe ich versucht, eine etwas detailliertere Porträtzeichnung zu machen. Und dann habe ich festgestellt, ja, ich habe halt große Probleme in Perspektive zu zeichnen und die zu verstehen, wie man die Formen perspektivisch darstellt. Und hier habe ich halt bei Pinterest was gefunden, was ich cool fand, meinen eigenen Twist dazugegeben, habe aber dadurch, dass ich die Alkoholmarker nicht ausprobiert habe, wie die trocknen, die falschen Farben angefangen zu benutzen und für mich dann auch festgestellt, ja, ich muss eher in die Richtung auch was machen. Ja, diese Seite ist auch eher so mit Ideen gefüllt. Nochmal überlegt, was so der Unterschied zwischen einer Spot-Illustration und einer etwas ernsteren Illustration ist. Und hier habe ich mir die Zeit genommen, einmal meine Katze zu zeichnen, die Yumi, und Referenzen von Pinterest mit Aquarellfarbe. Und ich muss sagen, mir gefällt wirklich, wie das aussieht. Zum Beispiel das hier, das gefällt mir sehr gut. Und das ist mit einer der Seiten, die ich am schönsten finde. Die hat aber auch wirklich sehr lange gedauert, weil ich mir halt für jede kleine Zeichnung relativ viel Zeit genommen habe. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass ich doch sehr gerne auch mit Aquarellfarben zeichne und mir das wirklich auch sehr viel Spaß bereitet hat. Hier ist auch eine Seite, da wusste ich auch nicht wirklich, was ich zeichnen sollte. Hier habe ich so Spot-Illustrationen als Idee genommen, beziehungsweise so ein Thema, ja, Sommersport. Und das mit, ich glaube, ja genau, das ist mit Marker und das ist mit Colored Pencil. Hier habe ich die Seite dann ein bisschen genutzt, um den Körper ein bisschen so in 3D-Form zu brechen. Und hier habe ich auch nochmal Referenzen genommen von Pinterest und die farblich, also die versucht in Farbe zu bringen. Und hier habe ich dann einfach gesagt, gut, okay, die Farben drücken halt durch, aber wenn ich jetzt einfach mit Farbe drüber mal, soll es schon passen. Und habe hier auch Sachen von Pinterest benutzt und natürlich Nezuko. Das ist eine Pose von Pinterest, aber ich habe da Nezuko rausgemacht. So. Mir gefällt die Farbkombination sehr gut, was normalerweise nicht gut klappt bei mir. Und auch wie die Seite wirkt, das gefällt mir schon sehr gut. Ja, hier ist dadurch, dass alles durchdrückt, weil ich auf dieser Seite auch mit Alkoholmarkern gezeichnet habe, sieht die ein bisschen kaputt aus und deswegen habe ich das drüber geklebt und mit diesem Stift Sachen gemalt und mit einem Brushpen. Das ist halt so eine Müllseite, sage ich jetzt mal. Ja, diese Seite, also diese Zeichnung gefällt mir nicht sehr gut, weil mir die Art und Weise nicht gefällt und auch, da sind wir wieder bei dem Thema Koloration und Shading, aber was mir gefällt, sind die Farbpaletten der einzelnen Zeichnungen. Und das war ja so eigentlich das Ziel dieses Buches, auch so ein bisschen zu gucken, welche Farben kann ich miteinander kombinieren, sodass sie harmonisch aussehen. Ja, hier habe ich
Katzen abgezeichnet. Diese Seite ist, gehört auch zu meinen Lieblingsseiten, was so Skizzen anbelangt. Dieses hier möchte ich super gerne auch in einen Sticker machen. Das ist nämlich meine Katzen-Takoyaki oder wie man das nennt. Ich hätte da so gerne einen Pin von, oder einen Schlüsselanhänger, aber da ist halt immer die Frage, wollen das andere Leute auch? Also wenn ihr euch das vorstellen könnt, schreibt es in die Kommentare. Ja, hier sind ein paar Thumbnails zu anderen Tarotkarten, weil das ja auch so ein bisschen in der Form einer Tarotkarte gehalten ist. Hatte ich die Idee, vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Diese Skizze ist übrigens die Ursprungsidee, neben der anderen Skizze für dieses hier. Hier habe ich auch nochmal Ideen aufgemalt für Logos und so weiter. Ein Taiyaki abgezeichnet mit Alkoholmarkern. Ja, hier ist auch noch eine Idee für einen Artwork zum Lesen oder zum Cersei Club. Wie gesagt, kein Video vergeht, ohne den Cersei Club zu erwähnen. Das ist was ich total scheiße finde. Aber auch hier muss man durch. Ne? Burger, noch mehr Ideen. Hier war ich, glaube ich, am Telefonieren oder so und habe das reingedudelt. Und hatte eine Idee für einen Comic. Und hier hatte ich auch eine Idee für ein Sticker-Sheet zum Thema, weiß nicht, Cozy Witch oder Lesen oder Reading Essentials zum Beispiel. Wenn ich so Ideen habe, zeichne ich die auch manchmal ganz schnell auf, ohne da mir mehr Gedanken zu machen, damit ich die halt auch fest drin habe und nicht vergesse. Bei dieser Seite habe ich mich wieder in meine Komfortzone begeben und mit Tusche gezeichnet. Hier habe ich angefangen zu gucken, ein bisschen mehr auf Licht und Schatten zu gucken. Hände, Katzen, die Mörderente, die Mördergans. Und hier habe ich wieder ein paar Sachen von Pinterest rausgesucht. Das habe ich, glaube ich, auch im Stream gemacht, ja. Und das war's. Ja, das war's.